Das ist übrigens die Aussicht von dem Metropark Hotel. Das ist jetzt mal die Aussicht in die Ferne. Der linke Tower ist das Marco Polo Hotel und zu den anderen Türmen, Hochhäusern kann ich nichts sagen. Einige Straßen davor ist auch der Arbeitsplatz von Marie. Ja, ansonsten hat das Hotel auch einen kleinen Pool. Und ansonsten eine nicht ganz so schöne Aussicht. Das haben wir hier. Hier ist meine Klimaanlage, die eigentlich die ganze Zeit dann am Laufen ist. Deswegen ist es hier auch nass. Und der Blick aus meinem Fenster vom Hotel, da sieht man dann halt das. Da sieht man dann das, wenn man nach unten schaut. Ansonsten, wenn man nach oben schaut, hier sieht man auch ein Gebäude, was gerade gebaut wird. Ein großes Gebäude. Dort das Gebäude in der Mitte wird auch gerade gebaut. Also hier wird sehr viel gebaut. Auch da, man sieht ja den Kran. Da wird gebaut. Das Gebäude mit den, wenn ich jetzt mal ein bisschen ranzoome, auch wenn ich es nicht scharf bekomme, ist das Pekor. Das ist das Spielcasino und gleichzeitig auch Hotel. Wobei das Hotel, glaube ich, das Waterfront heißt. Und ja, auch direkt neben dem Hotel wird gebaut. Da kann man es vielleicht sehen, es wird hier sehr viel gebaut. Und dann mal sehen, wie es in ein paar Jahren aussieht. Hier der Blick in die Ferne, die Berge, das ist doch soweit wirklich ganz in Ordnung. Schöne Landschaften. Heute ist Mittwoch, ich habe heute mal nichts unternommen. Ich bin im Hotelzimmer geblieben und habe ein Video bearbeitet und auch hochgeladen. Ich bin jetzt auf dem Weg zu Marie und hole sie von der Arbeit ab. Das ist die Baustelle direkt neben dem Hotel. Im Hotel ist aber von den Arbeiten nichts zu hören. Ja, so ein kleiner Ausblick, wie es später mal aussehen soll. Und so ungefähr soll das Endergebnis aussehen. Ja, heute ist es, so wie die anderen Tage auch, sehr warm. 32 Grad. Also ich war, wie gesagt, die ganze Zeit im Hotelzimmer, habe gearbeitet und es lief die ganze Zeit die Klimaanlage. Die ist leider sehr laut. Wie gesagt, ich bin jetzt auf dem Weg zu Marie. Bringe sie jeden Morgen hin und hole sie auch von dort wieder ab. Hier seht ihr Hühner, die hier angeleint sind. Hier gibt es eine Streetfood-Küche und auch Hunde, die hier halt auf der Straße leben. Das ist für die Philippinen hier so typisch. Und ja, ich nehme euch heute mal mit auf den Weg zur Arbeitsstelle von Marie. Dauert circa 10 bis 15 Minuten der Fußweg. Und auch hier wird irgendwas, glaube ich, gebaut. Jedenfalls hier auf der rechten Seite, was verdeckt ist, auch. Was aber nicht gemacht wird, ist irgendwie hier mal diese Straße in Ordnung zu bringen. Ja, ihr seht ja auch, da wird gebaut. Und dieses Café hier, ja, Café ist es nicht, es ist ein Restaurant, haben wir schon zweimal gefrühstückt.
am Montag und heute am Mittwoch. Also Essen ist da ganz in Ordnung. Da, wie gesagt, hier wird sehr viel gebaut. Dann mal sehen, wie es in der Zukunft aussieht. Hier auf der rechten Seite seht ihr auch eine kleine Garküche. Hier wird dann auch noch mal ein bisschen Obst, Gemüse verkauft. Da haben wir dann noch einen kleinen Stand. Ja, der war die letzten Tage nicht da. Konnte ich jetzt so auch nicht sehen, was da verkauft wurde. Und hier auf der linken Seite das gelbe Laundry Oro. Da haben wir unsere Wäsche waschen lassen. Hat, ich glaube, 4 Stunden nur gedauert, dann konnte ich es auch wieder abholen. Ja, und hier dann vielleicht noch ein kleiner Blick auf die Straße. Vielleicht werdet ihr auch ein bisschen den Straßenverkehr miterleben, wie er hier so auf den Philippinen halt ist. Ich würde mal sagen, Verkehrsregeln gibt es hier nicht. Auch wenn es da gerade ganz ordentlich aussieht. Ich warte nur darauf, dass hier mal gehupt wird, denn das machen die Philippinen sehr gerne. Ich glaube, ich war gerade nicht zu hören. Die Philippinen hupen sehr gerne, aber jetzt gerade mal nicht, warum auch immer. Ja. Ansonsten, ich kann es nur jedem empfehlen, wenn ihr auf den Philippinen seid, nehmt einen Rucksack mit einer Wasserflasche und am besten noch ein Handtuch drin oder ein zweites T-Shirt, dass man das mal wechseln kann. Man schwitzt hier so schnell durch. Ich bin übrigens hier mit Maske unterwegs. Ich weiß jetzt nicht, ob der eine Mann eben mit gefilmt wurde. Er hatte auch eine Maske auf. Da kommt mir auch schon der nächste Mann entgegen. Er hat auch eine Maske auf. Also hier sind viele mit Maske unterwegs. Sicher ist sicher. Das weiße Fahrzeug, was ihr hier gerade seht, das hat jetzt leider keine Nummer, aber das ist ein POV Jeep, beziehungsweise sah das jetzt nicht wie ein Jeep aus, eher wie ein kleiner Bus. Mit so einem bin ich auch schon mal gefahren, hat 15 oder 20 Pesos gekostet. Die haben normalerweise hinten eine Nummer drauf und auch vorne. Das habe ich bei dem jetzt gerade mal nicht gesehen. Ich bin mal hier noch. Und die fahren halt ihre festen Strecken ab. Man hebt einfach den Arm, um mal anzuzeigen, dass man einsteigen möchte. Sagt dann, wo man hin will. Und dann wird einem das gesagt, hier ist deine Stelle, hier kannst du aussteigen. Allerdings habe ich jetzt noch keinen Fahrplan gefunden, um herauszufinden, welcher Bus oder welcher Jeep welche Strecke fährt. Und aktuell bin ich gerade ein bisschen verwundert. Es gab noch kein einziges Hupen. Normalerweise hupen hier alleine schon die Taxis.
weil ich ja hier zu Fuß unterwegs bin und Taxis gerne Fahrgäste bräuchten. Hier haben wir auch so ein POV. Das ist die 04L gewesen. Da haben wir dann noch eins. Das hat in dem Fall hinten jetzt aber auch keine Nummer drauf gehabt, das gelbe, weil hier kommt schon das nächste. Das ist die 17B. Und ansonsten, ich laufe hier auch so teilweise auf der Straße, falls man es sehen kann. Hier gibt es jetzt mal einen Bürgersteig. Hier haben wir schon das nächste POV, 17 Delta. Das hat aber eine Klimaanlage. Die läuft auch, bringt sehr viel, wenn die Tür zu ist. Leider wird die Tür sehr oft wieder geöffnet. Ja, da habt ihr das gesehen, 17C war das jetzt. Da guckt nämlich der Ticketverkäufer raus, um weitere Fahrgäste heranzuwinken. Ja, zurück zum Bürgersteig. Ihr habt da einen. Aber der ist auch nicht überall vorhanden. Ich laufe jetzt auch gerade wieder weiter auf der Straße erstmal. Es gibt nicht überall einen Bürgersteig. Was ist denn hier passiert? Der Bürgersteig ist dann auch relativ hoch manchmal. Also da muss man aufpassen, dass man nicht stolpert. Ich bin hier jetzt rechts lang gegangen. Ich weiß gar nicht, ob man das Schild noch sieht. Wie Visayas Command. Sprich, hier hinten ist auch eine Militärbasis. Am Ende der Straße. Aber da arbeitet Marie nicht. Hier haben wir dann noch mehr kleine Straßenverkäufer. Ja, ansonsten sehr viele Roller hier. Das ist in Thailand nicht anders. Da hat gefühlt jeder oder jeder Zweite einen Roller. Hier haben wir mal ein Roller und ein Motorrad. Ansonsten sehr viele asiatische Fahrzeuge, also Autos. Auch wenn das hier gerade mal ein Chevrolet ist, den ich hier gerade gefilmt habe. Da drüben sehe ich 2 Toyota. Hier ist übrigens so ein Grab. Dieser liefert in dem Fall Essen aus. Und Grab ist in dem Fall eine App, worüber man halt Essen bestellen kann. Das haben wir gestern Abend zum Beispiel gemacht. Das ist dann so ein Fahrer. Und Grab bietet auch allgemein die Möglichkeit an, sich ein privates Taxi zu ordern. Ähnlich wie Uber in Deutschland. Hier haben wir ein Auto, das eine Deutschlandflagge hinten drauf hat. Und hier sind ein paar, die mit dem Skateboard unterwegs sind. Macht auch einer Videos. So, nicht mehr weit, dann bin ich auch angekommen.
Hier haben wir ein abgesperrtes Gebiet. Dahinter befinden sich größere Häuser. Vermutlich sind das Menschen, die ein bisschen mehr Geld haben. Aber leider habe ich da keine Möglichkeit gehabt, mal die Häuser zu filmen. Das Tor war zwar mal offen, aber dahinter befindet sich dann auch nochmal eine Mauer. So dass man halt nicht gleich einen Einblick hat. So, da wo der eine Mann gerade rausgekommen ist, da hinter diesem Tor, hinter diesem gelben Tor, ist auch die Arbeitsstelle von Marie. Da wo der Hund gerade ein bisschen mit rausschaut. Ich warte, bis sie rauskommt. Ich habe vorhin schon ein Video aufgenommen mit dem Blick vom Hotel aus. Und ja, jetzt ist es leider etwas verdeckt von den Bäumen. Da ist das Marco Polo Hotel. Daneben haben wir ein anderes Hochhaus. Und da in der Mitte sind die 3 weiteren. Hier am Ende der Straße, ich weiß nicht, ob ich jetzt hier mal ranzoomen kann, da ist die Militärbasis. Eine. Ob das jetzt eine große oder kleinere ist, dazu kann ich nichts sagen. Ja, das war der Weg zur Arbeitsstelle von Marie. Hat jetzt circa 15 Minuten gedauert. Und ja, ich warte, dass Marie rauskommt. Und da ist Marie. Your work is done? Yeah, I'll get my bag, okay? Yeah, you get your bag. I wait. I come in? No, I wait. Auch dort hat jemand Hühner. Das ist auf den Philippinen auch sehr vertreten. Es gibt sehr viele Hühner, Hähne, die hier angeleint sind. Genauso Ziegen. Und das hört man dann auch ständig, egal wo man sich befindet. Es kann also sein, dass man morgens oder in der Nacht von einem Hahn geweckt wird. So, da hat man es jetzt endlich gehört. Es wird gehupt, in dem Fall war es jetzt von dem POV-Jeep bzw. Bus. Einmal vielleicht nach dem Motto, hier Fahrgast, vielleicht bin ich der Bus, den du brauchst. Oder Platz da. Also wie man sieht, ist hier ordentlich was los. Und auch wenn man sich den Bürgersteig anschaut, das ist manchmal nicht alles ganz eben. Auch hier, das ist der Bürgersteig ist hier sehr hoch. Aber immerhin gibt es hier mal einen kleinen Bürgersteig.
Hier, wie man sieht, wird der Bürgersteig ja noch schmaler, deswegen laufen wir jetzt auch eher auf der Straße. Wie man sieht, alle anderen laufen ja auch größtenteils auf der Straße. Ja, wir sind jetzt auf dem Rückweg, denn auf dem Hinweg hat ja, warum auch immer, diesmal kein einziger irgendwie gehupt. Aber jetzt auf dem Rückweg war ja schon ein bisschen mehr zu hören vom Hupen. Da war es wieder. Wie gesagt, es wird hier sehr gerne gehupt, sehr oft, sehr viel. Und ich würde sagen, das war's dann soweit auch. Ich werde an dieser Stelle auch das Video beenden. Vielen Dank fürs Einschalten. Abonniert bitte meinen Kanal. Und wir sehen uns im nächsten Video. Hier befindet sich übrigens ein Triumph Motorradhändler. Looking. Mal kurz gucken von außen. Ich glaube, Triumph ist ja da schon eine etwas besondere Marke. Reingehen werde ich aber jetzt nicht. Can I make video? Okay? So. The video is okay? Can I make? Okay, okay, thank you. Okay, thank you, thank you. Wie man sieht, Triumph, Motorräder. Wurde jetzt auch eingeladen, hier reinzukommen. This is our limited edition. Limited edition? Yes, Sunstorm. Sunstorm. Yeah, the Sunstorm Street Scrambler. There's only one in the Philippines. Only in the Philippines? Oh, great. But Triumph is a special name? It's a special name. Yeah, the Triumph? Yeah, it's from UK, the Triumph. Yeah, yes. It's our 2,500cc. So it's the biggest engine, whole production of motorcycles. Ja, ich glaube, man hat es gehört. Triumph ist eine UK. Yeah, good for off-road. Good for off-roads. Yes. Already we have scoop tires, skid plate, lower guard, engine guard. Top of the line, the Tiger 900. This one is the GT Pro. It's Yes, a it's this. It's electronic preload adjustment, and Rally Pro is manual preload adjustment. And actually it's inline 3. Ich bin da jetzt nicht so der Motorradkenner. Bin zwar mal, oder ich habe einen Motorradführerschein, bin auch mehrmals schon gefahren. Ist zwar schon ein paar Jahre her, aber That's Bonneville
black and Yeah. gold line edition. It's a limited edition also. It's only in the Philippines. Okay. Yes. And also Viele- this 2100. Quality 2100. It's also a limited edition. Oh. A 22-year model. Next Okay, year okay. it's like different color scheme that they will produce. So it's different. Okay, okay. Yeah. Thank you so much. No problem. Thank you, thank you. Here you go. Yes. Have a nice day. Have a nice day also. Thank you. Ein bisschen Werbung für Triumph. Thank you, sir. Outside here is our demo bikes, so it's for test ride. Yeah, I will. Und hier haben wir eine BMW-Maschine zu stehen. This? German. German motorcycle? Yeah. Und ich selber bin früher eine Suzuki gefahren. GSX R900 war das, glaube ich. Ist aber schon 8 Jahre her. Ein Motorrad besitze ich selber nicht mehr. So. Ich habe das Video zwar schon beendet, aber ich kann jetzt hier nochmal den einen oder anderen Essensstand hier zeigen. Hier haben wir Burger, das ist Big Daddy. Das ist auf den Philippinen auch so üblich. Hier ist ein Plakat von Big Daddy. Da wollten wir auch mal essen gehen. Aber sein eigentlicher Laden ist dort. So, wir werden wohl doch heute bei Big Daddy essen gehen. Und hier nochmal zeigen, was er hat. Have a rice day. Die Philippinen, vor allem auch Marie, essen sehr gerne Reis. I love you. I love you. Ich glaube, sie hat mich verstanden, ja. Hier gibt es Burger. Und, das muss ich auch mal positiv sagen, hier stehen Preise dran. Nicht immer stehen Preise dran. Dann hat man am Ende die Überraschung. Hi. Hello. Ah, das ist eine Kombo sogar. Wir sind jetzt bei Big Daddy. Ah. Ja, wir sind jetzt bei Big Daddy. Dinner essen. Und Marie macht Bilder. Hi. Ja. I'm not shy. I'm not shy. Not more. Yeah, not more. Philippinen bei Nacht. Und was mir auch aufgefallen ist, dass es einige Fahrzeuge gibt, die ohne Licht fahren. Egal ob jetzt Auto oder Motorrad. Hier jetzt vielleicht nicht, aber das war vor allem zu sehen in Batayan Islands. Und da gibt es ja gar keine Straßenbeleuchtung, also das ist dann schon verrückt. So,
Das Abendessen ist gekommen. Ich habe einen Crispy Chicken Burger. Sieht auf den ersten Blick ganz gut aus. Da haben wir Nachos. Und da haben wir eine Reisbowle Chicken Teriyaki. Enjoy, honey. Wie nicht aufgegessen hat, muss ich weiter essen. Thank you. Danke. Essen hat insgesamt 430 Pesos gekostet und war sehr lecker. So, wir gehen jetzt zurück ins Hotel und jetzt beende ich wirklich das Video. Vielen Dank fürs Einschalten, lasst ein Like da und abonniert meinen Kanal. Wir sehen uns im nächsten Video.